Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute werden wir uns auf die Socken machen wie ein Rentner mit Blasenschwäche und werden versuchen, im 13. Stock in der Schattenwelt so weit wie möglich zu kommen. Ja, das ist heute unsere Aufgabe, unser Ziel. Und ich weiß nicht, ob wir den Dungeon komplett clearen können. Ich gehe mal nicht von aus, ich weiß es nicht. Ich habe mir aber schon sagen lassen und konnte es mir auch selbst denken, dass der Dungeon ein wenig einfacher ist als die Dungeons, die wir hier noch offen haben. Ja, einfach schon chronologisch her ist er ja vor den anderen Dungeons. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich weiß es nicht, ja. Und auf jeden Fall werden wir unser Bestes geben. Zuvor muss ich aber mal gucken. Leider heute keine Gürtel hier am Start. Das ist natürlich sehr, sehr schade, ja. So, dann gucken wir nochmal schnell, was wir vorher hier erledigen können. Gut, jetzt war ich schon in der Taverne schon drin. Deswegen ja, ist die erste Quest hier sowieso versaut, zwecks PvP-Equipment. So, Glücksrad werden wir nochmal durchdrehen und dann ja, schauen wir mal, was wir da so reißen können. Bin ich mal gespannt. Ich versuche auf jeden Fall den Leuten dort eins über ja, die Mütze zu hauen, sodass sie schnell das Weite suchen wie ein Vetter im Klamottenladen. Tut mir leid an alle wie ein Adipöser im Klamottenladen. Ja, das wollte ich eigentlich damit sagen. Ich will hier keinen irgendwie auf den Schlips treten und ja, mal gucken. Also das schafft hier schon mein Bertram. Ja, also können wir direkt überspringen eigentlich. Der kriegt das ohne Probleme gebacken. Wie eine Geburtstagstorte. Und ja, die teuflische Thesi erstmal noch nicht so stark. Ist natürlich noch unter unserem Niveau, unter unserem Level, ganz klare Geschichte. Ja. Trotzdem gibt sie, aber gut, Erfahrung, das darf man nicht außer Acht lassen. Und natürlich auch Epics, die wir eigentlich so direkt zerlegen können, weil die aus der Schattenwelt, die Sachen, die können wir ja nicht mal ins Klo schmeißen. Ja, und deswegen ist das auch dementsprechend nicht weiter für uns relevant, diese Items aufzubewahren, zumal die halt, wie gesagt, eh noch unter unserem Niveau sind und deswegen nicht weiter relevant für uns. So, zum Thema Begleiter, da wir ja hier mit unseren Begleitern kämpfen, weil die Gegner natürlich ein bisschen stärker sind. Ich denke mal, das ist den meisten klar. Ja, sag ich mal nicht so viel, weil ja, ich habe selbst auf meinem Main schon lange kein Epic-Event mehr gespielt. Heißt im Umkehrschluss, dass meine Begleiter noch mehr leiden als ich selbst schon darunter. Aber bisher sieht es ja noch ganz okay aus. Ne? Und da haben wir es geschafft. Stufe 520 haben wir erreicht. Das ging die letzten Tage jetzt verdammt schnell, muss ich sagen. Aber wir nehmen jetzt keine weitere Quest an, weil ich nämlich jetzt erstmal mit meinem PvP-Equipment hier unterwegs sein möchte. Was sagt denn die Kunigunde? Ja, erstmal alle Attribute und dann natürlich auch noch zu schlecht für irgendwas. Gibt aber sehr gut Kristalle wieder, das können wir immer gut gebrauchen. Ressourcen sind immer gerne gesehen. So, dann werden wir mal gleich hier noch ein bisschen... hier bin ich schon über 15k jetzt rüber. Jetzt gehe ich wieder auf Intelligenz ein bisschen mehr Damage. Ja, ist für einen Magier eh immer das Beste. Jetzt sind wir bei Leander. Mal gucken, ob Leander schon einen zweiten Begleiter von uns hier herausfordert. Jo, der Bertram wird vom Leander hier schon auseinandergenommen. Ja, der war wieder sehr anzüglich, der Leander, so wie man ihn kennt. Und ja, da muss der Marquardt jetzt auch mal ran. Mal gucken, ob der Marquardt das regelt oder ob die Kunigunde... Oh, die Kunigunde muss auch noch dran. Okay, hätte der Marquardt einmal gekrittet, dann wäre das auch durch gewesen. Und ich muss tatsächlich auch noch mal ran, weil der Leander hier geblockt hat. Nee, doch nicht, hä? Aber da stand noch irgendwie nächster Kampf ansehen. Okay, gut, alles klar. Ja, haben wir den Leander mit der Kunigunde besiegt und haben eine Waffe. Ja, schauen mal. Aber das ist immer noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Wir warten mal jetzt mit dem Zerlegen, weil ich glaube, die Waffe, die, ja, die kostet halt mehr. Ich glaube, die kostet dann 2. Ne? So war es, glaube ich, dann 2 Plätze zum Zerlegen. Und wir können noch zerlegen. Wie oft? Zerlegen 2-mal. Ja. Dann warten wir mal ab, was wir noch für Items bekommen. Wir sind jetzt bei 15 von 20. Ja, also sind jetzt schon bei der Hälfte, bei der Hanna. Und die ist Stufe 500. Wir drücken mal auf Kämpfen. Ich bin mal gespannt. Oha, oha. Da musste sie aber gut einstecken. Aber hat auch gut ausgeteilt, ja. Und wieder 300 Millionen Erfahrung auf unseren Nacken. Ja, sind immer noch
zu schlecht, die Items, deswegen Gegenstand zerlegen. Ich sehe gerade auch, ich müsste mal im Shop ein bisschen... ja, das nenne ich mal gekonnt. Ja, den kann ich leider nicht mitnehmen. Ich nehme mal schnell die Quest an, damit wir uns den Trank auch noch leisten können. Dann geht es sofort weiter mit den Dungeon-Etagen hier natürlich. Ja, bin mal sehr gespannt. Also bisher sind die jetzt noch nicht so schwierig. Deswegen... Aber ich will auch mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nachher wird es dann doch ein bisschen schwieriger und dann schaffe ich die nicht. Deswegen erstmal abwarten, mal gucken, was noch kommt. Sind jetzt bei 16 von 20. Hier beim Alex sind wir jetzt und wir drücken auf Kämpfen. Stufe 508 ist der Abtrünnige hier. Und ja, ich glaube, das könnte jetzt schon der erste Gegner sein, wo wir vielleicht... Ah, nee, okay. Also unser Marquardt macht immer noch sehr viel Schaden. Ja. Mal gucken, wie es bei uns aussieht. Uiuiuiui. Hätte er nicht gekrittet. Hätte er nicht gekrittet. Okay, wir gucken aber weiter. Ja? Also ich werde natürlich hier noch ein paar Pilze investieren, falls ich es nicht gleich mit dem ersten Mal schaffen sollte. Ich versuche natürlich, ja, soweit es geht, zu kommen. Aber ich kann natürlich auch nichts versprechen, falls es nachher am Ende bei den letzten Gegnern aussichtslos aussieht. Ach komm, Mensch, da hätte ich doch einmal kritten können. Dann werde ich da natürlich nicht weitermachen. Ihr kennt mich, ich bin da jetzt nicht so jemand, der da so unendlich viele Versuche reinsteckt. Aber ja, falls die Gegner dann einigermaßen machbar aussehen, dann würde ich das jetzt fürs Video dann schon mal machen wollen. Ja, so, der erste Stärke, oder der Krieger, ich weiß nicht, wie viele davor waren. Ich glaube, ein paar Magier hatten wir bisher nur als Gegner gehabt. Wir haben ja jetzt aber auch wirklich sehr viel Pech, was jetzt die Kämpfe angeht. Ja, da müssen wir einmal irgendwie einen guten Treffer und dann ist er, ja, ist er down. Ja, gucken wir uns nochmal an den Kampf. Alex hier, zack. Ja, also lag jetzt halt nur daran, weil er jetzt schon ein bisschen mehr Ausdauer hat jetzt als Krieger. Krieger sind ja sowieso immer die Bremsen in diesen Dungeons. Deswegen, ja, die natürlich dann auch mit die stärksten Gegner. Aber selbst, ja, guck mal, wie viel Damage unser Marquardt hier noch macht. Ne? Und deswegen, ja, immer noch easy going. Mehr oder weniger. So, mal gucken. Krieger, kannst du damit jetzt schon mittlerweile... Ne, ist ja auch alle Attribute, kannst du nichts mit anfangen. Gegenstand zerlegen wir. Zack. So. Kriegen sehr gute Ressourcen hier, das finde ich sehr, sehr gut. Jetzt sind wir bei Jan. Mal gucken, was der Jan uns zu bieten hat. Der Jan, Stufe 516. Hier jetzt in der Schattenwelt 69k Stärke und 204k Ausdauer. Und bin ich mal gespannt. Ja, also im Prinzip so wie der Gegner davor, nur in einer etwas stärkeren Version. Deswegen, ja, ich würde ganz gerne mal einen Crit sehen, irgendwie von meinem Marquardt, wie viel Damage der austeilt. Mal gucken, oder von meinem Main. Ja, ist noch easy machbar. So, wir switchen direkt auf den Marquardt. Ist aber One-Hit tatsächlich, also macht viel Schaden. Steckt aber auch nicht viel ein. Außer, ja, ist halt komisch, weil es ist halt ein Krieger, aber er ist halt noch vom Level her jetzt nicht so, dass man sagen könnte, hey, der ist jetzt nicht machbar. Animation, wenn man es gibt, teilweise immer noch ein bisschen verbuggt. Aber er macht halt viel Schaden, so, ne? Der Janni Boy hier. Deswegen, ja, wird er schon ein bisschen kritischer hier. Aber, ich sag mal so, da sind ein, zwei gute Versuche vielleicht dabei und dann, ach, komm schon. Ah, da musste ich jetzt doch ein bisschen was investieren. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt schon... Aber ich glaube, wir waren wirklich sehr unlucky, weil der ist halt... Man sieht es von den Items her, die sind halt immer noch viel zu schlecht. Das sind halt immer noch viel zu schlechte Items. Daran kann man so ein bisschen erkennen, dass der Gegner halt jetzt nicht gerade ja, auf unserem Niveau spielt. So. Also ist er eigentlich auch noch machbar, aber es kommt halt auch auf eure Begleiter an, so wie weit ihr die gelevelt habt. Wir haben alle unseren Zerlegungsmöglichkeiten aufgebraucht heute. Können jetzt nichts weiter hier mehr zerlegen, deswegen müssen wir ein bisschen warten. Gucken wir uns mal den Kampf an. Ja, dadurch, dass ich halt meine Begleiter ja so ein bisschen vernachlässigt habe, so will ich nicht sagen. Also ein, zwei gute Upgrades haben die schon bekommen, aber die bräuchten halt viel mehr gute Upgrades. So. Also eigentlich war der Kampf easy going. Es waren halt nur die falschen Tries. So wie es halt immer so ist, ne? Ja.
So, zack. Mal nebenbei hier einen weggesnackt und dann gucken wir mal in Etage 18 von 20 bei Peter rein. Peter, wieder ein Krieger in noch stärkerer Version. Ja, also jetzt nochmal ein Krieger, also nochmal eine kleine Bremse hier. Könnte gut sein, dass es jetzt die Bremse ist. Ja, also könnte sein, dass wir uns jetzt hier aufhängen. Ich habe nicht mehr im Kopf, was die letzten zwei Gegner waren. Ob das jetzt Magier waren. Mir war so, als ob das jetzt irgendwie Magier gewesen sind oder so. Oder lass es Kundschafter sein, wäre auch cool. Aber Krieger sind halt die Hardcore-Blocker so, ne? Deswegen, ja, würde ich ganz gerne wissen wollen, wer als nächstes kommt, weil eventuell, wenn es keine Krieger sein sollten, dann wäre der Dungeon eigentlich easy going. Ich muss mal auf meine Pilze gucken. Aber wir gehen mal auf 1300 runter. Falls er bis dahin nicht liegen sollte, dann werden wir an der Stelle erstmal aufhören. Ja. Aber wir hoffen mal, dass wir ihn jetzt binnen dahin besiegt bekommen. Ja, alles fürs Video. Auf jeden Fall nicht zu Hause nachmachen, ja. Ich hoffe, ihr habt alle euren Adblocker ausgeschaltet, ja, damit ihr auch wieder, ja, mich hier maximal supporten könnt für das, was ich hier schon wieder an Dummheiten anrichte. Ach, es tut halt immer wieder weh, ne? Ich habe gesagt, bis 1300 gehen wir noch. Da war ein Knapper mit dabei. Ne, den habe ich nicht gespeichert, ja. Ich mal speichern sollen. Ich mache mal ein bisschen langsamer. 20 Versuche noch. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Ich habe ja auch noch ein paar andere Gegner hier noch in den Dungeons, die so ähnlich aussehen. Hier, die Inferi, die sehen halt etwa so ähnlich aus. Ja. Aber eigentlich ist der noch easy machbar. Wenn man mal guckt, was ich hier noch für Gegner offen habe oder wo ich da gerade dran hänge. So, eigentlich müsste der machbar sein. Also, falls ich den jetzt nicht mehr besiegen sollte, dann ist das auf jeden Fall der Gegner, den ich mir jetzt auch als nächstes vornehmen werde für meine Free Tries. Das kann nicht sein. Aber wir haben ja bald Epic Event. Wir gucken uns mal den Kampf an. Und ja, diesbezüglich der neuen Runen-Switch-Funktion, die ich dann nutzen werde ich mir dann natürlich noch ein stärkeres PvP-Equipment zulegen und dann sollten noch ein paar Gegner eigentlich fallen. Guck dir das mal an, wir haben so viel Pech. Eigentlich. Die Kunigunde hat so wenig Hits ausgeteilt. Ich glaube, mein Marquardt hatte gefühlt irgendwie gar keinen ausgeteilt. Ja, also eigentlich ist der easy machbar. Wir haben jetzt nur, glaube ich, übelstes Pech gerade momentan. Ich muss das mal nochmal angucken hier. Na gut, der hat einen Hit, ja, und dann war es das. Aber die Kunigunde, die hat, also, der ist halt easy machbar. Der ist noch easy drin. So, ich sag mal, wenn ich jetzt noch weitere 100 Pilze investieren wollen würde, dann ist der auf jeden Fall drin. Aber wenn er jetzt nicht in den nächsten 7 Tries fällt, dann werde ich mir den aufheben für die Free Tries jede Stunde und werde euch dann rechtzeitig informieren oder ein Video dazu machen, wenn der Gegner hier gefallen ist. Ja? Und ich hoffe mal, dass das die nächsten Tage dann bald passieren wird, weil der ist halt easy machbar. Ja? Aber er will nur gerade nicht. Ja, das ist so die Ausrede von jedem Hardcore-Pilzer irgendwie. So, letzter Versuch, den gucken wir uns jetzt nochmal an. Und dann lassen wir es erstmal gut sein. Ja, dann haben wir genug Pilze aus dem Fenster geschmissen hier wieder. Bisschen schade. Ja, guckt dir das mal an. Mein Marquardt, der kommt halt nicht richtig irgendwie zum Zuge. Das ist ein bisschen schade. Die Kunigunde, die weicht irgendwie nur zweimal aus. Das ist halt auch viel zu wenig. Und ja, wenn meine Magier dann auch nicht reinkritten, dann gut, ja, dann hat man halt nicht sehr viele Chancen. Aber wir merken uns den Gegner vor. Bisher hatte ich in den Free Tries immer ihn hier angegriffen. Jetzt werde ich im 13. Stock erstmal weitermachen, weil ich den für machbarer halte. Und
Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sind relativ weit gekommen, würde ich mal behaupten. Und ja, wäre ja auch irgendwie lame gewesen, wenn wir den jetzt auch direkt durchgerusht hätten, so durch den Dungeon. Und dann hätten wir jetzt gar nichts irgendwie mehr davon gehabt. Deswegen ist schon ganz cool so, ja. Und ja, haben wir noch ein bisschen was für die nächsten Tage. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.